In meiner Reihe 24 Adventskalenderboxen geht es weiter mit Dreiecksboxen. Eine hatten wir schon am ersten Tag, diese Surkrym-Box oder der Surkrym-Container. Heute gibt es dreieckige Boxen in Origami und eine gefalzt und geklebt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und wir sind mittendrin in meiner Reihe 24 Mini-Adventskalenderboxen. Letztes Jahr gab es die größeren, normal großen Boxen und dieses Jahr machen wir das Ganze in Mini. Die Nummern müssen dich jetzt nicht stören. Hier in meiner Reihe wäre es die Box Nummer 13 und damit wir ein bisschen flotter vorankommen, gleich die Box Nummer 18 dazu. Ich habe ja schon gesagt, ich variiere ein bisschen. Bei der Box Nummer 13, da ist es eine Origami-Box und die habe ich schon mal gefalzt in zwei verschiedenen Größen. Erkläre ich gleich. Und das zweite, was ich mache, hier wäre es eine Box aus einem Streifen gewesen. Auch die Anleitung verlinke ich dir. Ist mir ein bisschen popelig mit dem Streifen. Und deswegen eine Variante, eine Dreiecksbox. Hier ist das Dreieck aus einem 6x6 Inch. Wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Der Prototyp ist irgendwo verschollen, deswegen müssen wir das so. Hier habe ich die 13 und die 18 schon mal hingelegt, dass ich das zwischendurch nicht vergesse. Jetzt kommen wir erstmal zur Origami-Box. Die ist eigentlich total witzig, klein und lustig. Ich mache die mal vorsichtig auf. Das haben wir ja nicht vorbereitet. Wir schauen mal, ob das funktioniert, weil ich werde die gar nicht nochmal, ist wirklich stabil, sage ich mal so. Ich werde die gar nicht jetzt nochmal neu aus einem neuen Papier machen, sondern ich nehme das große. Und warum nehme ich das große? Ich habe es ja zum Beweis gezeigt, mit klein geht es auch, aber du kannst es in groß einfach besser sehen und bevor du hier mit Lupe am Bildschirm sitzt. Okay, diese Größe, das ist in 10 x 10 cm, 3 Elemente. Es gibt passend zu der Reihe im schönsten Glanz auch noch mehrere Bögen in 12 x 12 Inch, auf einer Seite nur bedruckt, aber hier so mit Glitzereffekt. Die habe ich dafür verwendet und da bekommst du aus einem Bogen in 12 x 12 3 solche Boxen. Allerdings dann einfarbig, also müsstest du mischen, aber du verstehst. Und hier hätte ich das Designerpapier in 6 x 6 Inch, also 15,2 x 15,2 cm einfach geviertelt und habe dann jeweils 3 x 3 Inch Stücken und kann das genauso zusammenstecken. Ich zeige dir jetzt die Falzung. Es werden 3 Elemente gebraucht. Ich nehme mal das erste. Man falzt ein Quadrat. Man falzt das Quadrat zu einem Kopftuch. Dreht es um 90 Grad und falzt in die andere Richtung ebenfalls ein Kopftuch. Dann haben wir hier eine Mittellinie und an die falzen wir unsere beiden Spitzen. Die untere Kante, die geschlossene, hier oben ist offen, die geschlossene Kante oben an die Spitze, die eine Seite und die andere Seite ebenso. Und dadurch erhalten wir ein kleines Quadrat, was man auch noch so schräg falten kann. Genau. Das brauchen wir 3-mal. Ich mache es jetzt noch einmal so zur Wiederholung. Also Kopftuch auf zu Kopftuch und die Mittellinie, die hier entstanden ist, als weitere Falzlinie, die geschlossene Kante unten von der Spitze herkommend an diese Mittellinie links und rechts falten. Okay, und jetzt wird einfach nur noch zusammengesteckt und das geht immer gegenläufig. Und zwar, wo wir jetzt ein Viereck haben, brauchen wir 2 Dreiecke. Also nehmen wir diese Spitzen und stecken sie da vorsichtig rein. Kann man dann noch so ein bisschen rücken und passen. Und das gleiche mit dem letzten Teil, also nicht so umeinander, sondern da, wo 2 Spitzen sind, kommt ein Quadrat hin. Nämlich hier die Spitzen links und rechts reinfädeln, noch nicht ganz weit reinfädeln, denn hier drüben müssen wir in das Viereck die Dreiecke fädeln. Und dann machen wir eine kleine Schiebung und gucken, dass wir das schön zusammenschieben. Und schon passt das. Reinpacken ist klar an der Stelle, bevor du das letzte Teil da reinsteckst. Ein bisschen fummelig, aber wenn du es einmal raus hast, kein Problem. Und falls du dir das nochmal anschauen möchtest, ich verlinke dir da, wo ich sitze, da oben bei dem i, das Originalvideo zu dieser großen Box. Okay, damit hätten wir eine Dreiecksbox schon erledigt und dann kommen wir zur zweiten Box. Ich mache die hier mal auf und lege die mal flach. Ich habe meine letzte, die gehörte auch zu einem Adventskalender. Ich habe mal geschaut, ich glaube, das war 2019. Da hatte ich die in Inchmaßen und jetzt würde ich die gerne in Zentimeter falzen. Ein bisschen anders, schauen wir uns das einfach mal an. Ich nehme meinen Papierschneider, mit dem ich auch falzen kann,
nehme mein Designerpapier in 6x6 Inch, also 15,2 mal 15,2 cm. Solltest du eins in 15 mal 15 haben, müsste es auch funktionieren. Wir arbeiten parallel, also von außen nach innen, also deckungsgleich, wie auch immer. Okay, wir legen an, linke Seite, rechte Seite erstmal bei 4 cm. 4 cm. So, ich gucke mal, ob ich doll genug gefalzt habe. Ich falte die auch schon mal, damit du siehst, wo wir sind. Ja, das waren die 4 cm. Und jetzt drehe ich das einmal um und lege zuerst an bei 1,5. Schon gerade. Dann drehe ich das Ganze, weil hier drüben sehe ich es besser, und brauche wieder 4 cm Felder. Machen wir so einfach wie möglich, also bei 5,5. Ich mag es ja mir nicht zu viele Zahlen zu merken. 5,5 plus 4 sind 9,5. Plus 4 sind, richtig, 13,5. So, und bevor ich wieder mit meiner kleinen Schablone, diesmal habe ich mir eine andere zugeschnitten, arbeite, werden wir erstmal ein bisschen Falzlinien schneiden. Alle Falzlinien dieser Art falze ich in diese Richtung, also so Bergfalz, weil das dann am Ende so zusammengesteckt wird. Und hier drüben siehst du schon, kommt ein Dreieck raus. Das ist die Dreiecksform. Diese hier hatten wir ja auch nach oben gefaltet und jetzt wird ein bisschen geschnippelt. Wir machen das der Reihe nach, dass uns nichts verloren geht. Zuerst hier außen dieses Rechteck. Schneiden wir viermal weg. Ich schneide möglichst immer mittendrein in die Falzlinie. Ja, an das Tal der Falzlinie, dann müsste das relativ exakt sein. Wenn nicht, dann liegt das daran, dass ich hier nicht genau gucke. Und du hast vielleicht schon gemerkt, auf der einen Seite sind das die 1,5 cm und wenn wir bei 15,2 sind, müssten es auf der anderen so etwa 1,7 sein. Weil das sind ja nicht genau 15,26 Inch, aber das hatten wir schon mehrfach thematisiert. Diese etwas größere Klappe schräge ich hier schon, also runde ich schon mal so ein bisschen ab. Wenn wir keinen Eckenabrunder haben, runden wir mit der Eckenabrunder Schere ab, also mit unserer normalen Schere. Geht auch, passt. Okay, wir brauchen 4 Klebeflächen. Das ist die größere Klappe, das ist die kleinere, die brauchen wir einfach, um was einzustecken nachher. Eventuell machen wir da dann die Ecken spitz. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist mein Boden. Das wird das Feld mit den Dreiecken für unsere Dreiecksschachtel. Also schneide ich hier an der Falzlinie bis zum Boden ein. Drehe das Ganze um, andere Seite deckungsgleich bis zum Boden eingeschnitten. Und beim Kleben, weißt du ja schon, mögen wir es gern so ein bisschen keilförmig, weil dann können wir das besser schieben. Schneiden wir uns also noch so ein paar Keile rein. Letztens habe ich ja erklärt, wie ich das mache mit diesen Schablonen, weil im Bildschirm ist das immer erstens so schwierig, dann siehst du meinen Kopf ständig nur auf der Arbeitsfläche, hat keiner was von und du siehst nicht, was ich tue. Und ansonsten sehe ich das sowieso ein bisschen schlecht, also mache ich mir eine Schablone. Ich möchte hier ein Dreieck reinbekommen. Wie würde ich es zeichnen? Ich würde mein Lineal nehmen, würde mir in dem Feld, ich falte mal nur jetzt die Ecken um, damit du es genau siehst. Das ist ja 4 mal 4 cm. Hier oben in der Mitte eine Markierung bei 2 cm. Nehme mein Lineal und Falzbein und verbinde von der Markierung spitz zulaufend nach oben zu den 2 cm. Jetzt arbeiten wir mit meiner Schablone. Ich habe mir also ein Feld gemacht in 4 mal 4 cm. Im Ernstfall minimal kleiner, weil es eine Schablone, die Linie kommt dann außen noch dazu. Du verstehst, deswegen minimal klein. Dann habe ich mir da auch 2 cm angemarkiert oben und habe dann eine Diagonale gezogen und abgeschnitten von beiden Ecken unten. Und das Teil lege ich jetzt hier an, mittig, kann man mal ein bisschen ausrichten. Notfalls ein Stück nach unten, weil da oben müssen die Spitzen ja aufeinander kommen. Und dann ziehe ich mir hier ganz einfach mein Dreieck. Auf der einen Seite und umgedreht, hier drüben. Gleicher Spaß, Wiederholung, merken wir es uns besser, geht es dann bei den nächsten 30 Schachteln noch schneller. So, zweites. Hier, die Dreiecke werden Talfalten. Also ich mache mal eins und das andere. Und das mache ich hier auch. Talfalten heißen, sie sitzen jetzt unten wie im Tal. Genau. Und hier drüben genauso. Meine Markierung oben, Falz, 1, 2. Das Designerpapier von Stampin' Up, gerade dieses hier ist besonders dick. Also ruhig ein bisschen kräftiger ziehen beim Falzen, dass du deine Falzlinie auch siehst. Aber bei mir ist das immer eher so, lieber zweimal als einmal und zu doll.
Du verstehst, jetzt setze ich da an meine Kantenlinie. Also ich setze nicht so lang meine Klebestreifen, sondern parallel zur Ecke. Ja, zu dem, was dann die Ecke wird. Jetzt gucke ich mir das einmal an. Wenn mir das hier innen zu eng würde, nein, mir ist eigentlich egal. Also eigentlich ist mir egal. Sonst würde ich diese Klebeflächen einfach kürzen. Wollen wir? Wollen wir, wenn wir einmal bei sind, natürlich. Schneide ich also hier ab, dann sind die so etwa auf 1 cm, tut nicht weh. Wir haben nicht so viel rumlungern und die Schnipsel, du weißt ja, wir machen auch hin und wieder mal Schnipselkarten, dann können wir die auch noch weiter verwenden. So, das hätten wir. Schutzfolie abziehen und bündig hier eine schöne Ecke kleben. Nummer 1. Und zweite Schutzfolie, ist ein bisschen friemelig heute. Nummer 2. Wunderbar. Also jetzt wird es so ein kleines Köfferchen. In richtigen Maßen kann das sicher wirklich auch so ein kleines Täschchen werden. Ne? So. Mir letztens schon, ich weiß nicht, ob ich es schon gezeigt habe, mein Advent to go im Koffer. So, und jetzt haben wir hier wunderbar unsere Dreiecke und dadurch können wir das zuklappen. Jetzt nehmen wir dieses Element hier und klappen es, also den kleineren Streifen, und schieben ihn hier drüben einfach nochmal rein. Wenn das nicht passt, dann machen wir es passend, kennst du schon. In dem Fall mache ich es nicht rund, sondern ich mache es ein bisschen keilförmig, aber auch nicht viel, nur minimal. Und schauen wir nochmal an, ob das irgendwo noch klemmt. Und dann schiebe ich das hier oben rein. Das brauchst du nicht zwingend, aber es verschließt halt besser. Und dann machst du die Klappe hier oben drauf und schon ist das Teil zu. So, hier ist das reingeschoben, bündig und dann drauf. Jetzt könnten wir, weil wir übrig haben, von einem anderen Objekt einfach eine Banderole drüber bauen. Und das machen wir auch. Schneiden wir uns auf 3, warum nicht? Oder ähnlich oder weniger. Genau. Und du weißt ja, bei Banderolen, da bin ich ja nur ganz locker. Die machen wir nämlich ganz locker. Genau. Ich nehme Tatsache die ganze Länge, da kann ich das nämlich besser dann ab und ran. Und setze mir das so, dass ich auf beide Enden hier oben und da innen, nämlich innen, den Klebestreifen setze, den abziehe. Schutzfolie natürlich nur, wir kennen das Thema. Und dann würde ich das mal hier locker rumschlingen und hier unten, so dass es nicht an der Kante sitzt, das wäre nicht so schön, hier unten zusammenkleben. Und dann wird es erst leicht nachgefalzt. Jetzt habe ich das natürlich wieder im Bereich gemacht, wo es keiner sieht, aber selbsterklärend, ne? So, genau. Und dann hätten wir hier oben für unsere Box, und das wäre dann die Box Nummer 18, unsere Zahl, und setzen sie hier vorne drauf. Jo. Und jetzt wähle ich aus, das ist mir Tatsache zu klein. Du erinnerst dich, das war aus einem Designerpapier in 6x6 Inch, 4 Teile geschnitten, 3 dafür für die Box verwendet. Ich nehme die Größe, finde ich da passender. Also hätte ich hier die Box Nummer 18, jetzt ist die 1 wieder weg, Moment. Und die Box Nummer 13, also 13 und 18. Und du siehst schon, auch jetzt ist die 3 weg. Ein Stress, sage ich dir. Ja, Dreiecksboxen, denke ich, sind dann damit gut erledigt. Ich verlinke dir die aus dem letzten Jahr und alle weiteren Boxen findest du auch am Ende. Gib mir gerne einen Daumen hoch, wenn dir das gefällt. Und wenn du noch mehr sehen willst, schreib mir einfach, was dich interessiert. Und ansonsten geht es hier weiter mit ganz vielen Anleitungen, Tipps und Tricks von mir. Also bleib dran. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.